Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nine Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Alles gut. Das kleine Überlebensbuch von Claudia Groß-Müller ist ein praktischer Leitfaden, der Menschen in belastenden oder traumatischen Situationen schnelle und effektive Hilfe bietet. Die Autorin, eine erfahrene Neurologin und Psychotherapeutin, bündelt in diesem Werk ihre langjährigen Erfahrungen und stellt alltagsnahe Methoden und Strategien vor, die sowohl im akuten Stressmoment als auch zur langfristigen Stabilisierung eingesetzt werden können. Das Buch überzeugt durch seine übersichtliche Struktur, anschauliche Illustrationen und einfach nachvollziehbare Übungen, die dem Leser sofort das Gefühl vermitteln, handlungsfähig und nicht hilflos ausgeliefert zu sein. Statt komplizierter Theorie liegt der Fokus in diesem handlichen Ratgeber auf praktischer Soforthilfe. Egal ob Stress, Angst, Überforderung oder Erschöpfung. Groß-Müller gibt konkrete Tools an die Hand, mit denen jeder selbstwirksam für sich sorgen kann. Perfekt geeignet ist das Buch für Menschen, die schnelle Unterstützung in akuten Krisen oder belastenden Lebensphasen suchen, aber auch für alle, die langfristig mehr seelische Resilienz entwickeln möchten. Durch die klare Sprache und die motivierende Ansprache gelingt es der Autorin, das Thema Trauma und Belastung zu enttabuisieren und Mut zu machen, wieder aktiv am eigenen Wohlbefinden mitzuwirken. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Verständnis von Belastung und Trauma. Das Buch beginnt mit einer grundlegenden Einführung in die Begriffe emotionale Belastung und Trauma. Groß-Müller erläutert verständlich, was im Körper und Geist passiert, wenn wir einer starken Belastung ausgesetzt sind oder ein Trauma erleben. Sie beschreibt typische Symptome wie Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme und Übererregbarkeit, die viele Betroffene teilen. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass solche Reaktionen normale Schutzmechanismen unseres Gehirns auf extreme Situationen sind. Dieses Verständnis ist essentiell, um Akzeptanz und Mitgefühl für sich selbst zu entwickeln, anstatt sich zusätzlich zu stigmatisieren. Die Autorin sensibilisiert dafür, wie individuell Reaktionen ausfallen können und schafft so eine Grundlage dafür, sich selbst und andere besser einordnen zu können. Dadurch wird der oft schambesetzte Umgang mit psychischen Belastungen abgebaut. Zweitens: Soforthilfetools für akute Situationen. Eines der Herzstücke des Buches sind die sofort anwendbaren Übungen und Techniken, die Leser in Krisen schnell beruhigen und stabilisieren können. Claudia Groß-Müller stellt leicht erlernbare Methoden vor, die auf Selbstregulation und Körperintelligenz setzen, etwa bewusstes Atmen, einfache Bewegungsübungen oder gezielte Sinneswahrnehmungen. Diese Tools helfen, das Nervensystem aus der Alarmbereitschaft zu holen und ein Gefühl von Kontrolle zurückzugewinnen. Besonders innovativ sind kleine Rituale, die sich überall im Alltag integrieren lassen, sei es im Büro, zu Hause oder unterwegs. Die anschaulichen Illustrationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen machen es leicht, die Übungen unmittelbar auszuprobieren. Zudem erklärt Groß-Müller, wie man in Panik- oder Angstsituationen handlungsfähig bleibt und so die Spirale aus Angst und Hilflosigkeit durchbricht. Das macht das Buch zu einem echten Notfallkoffer für den Ernstfall. Drittens: Impulse für den Körper. Körperwissen für die Seele. Ein besonderes Merkmal des Buches ist die Verbindung von körperbasierten und seelischen Ansätzen. Groß-Müller erklärt, wie Körper und Psyche untrennbar zusammenhängen und gegenseitig beeinflussen. Schon kleine körperliche Veränderungen, wie gezielte Muskelanspannung, Haltungen oder Bewegungen, können Gefühle und Gedanken positiv beeinflussen. Sie stellt anschaulich dar, wie der Einsatz von Körperwissen bei der Selbstberuhigung, Entstressung und Traumaverarbeitung helfen kann. Viele Übungen sind so gestaltet, dass sie ohne Hilfsmittel und in beinahe jeder Lebenslage einsetzbar sind. Durch die Vermittlung von Körperwissen stößt Groß-Müller eine gesunde Selbstbeobachtung und Achtsamkeit an, was wiederum zur Stärkung der Selbstregulation beiträgt. Sie ermutigt dazu, sich selbst experimentierfreudig neu zu entdecken und den eigenen Körper als Ressource zu nutzen. Viertens: Längerfristige Stabilisierung und Aufbau von Resilienz.
Neben der Soforthilfe legt das Buch viel Wert auf die Entwicklung langfristiger Bewältigungsstrategien. Claudia Kroos-Müller zeigt, wie regelmäßige Selbstfürsorge und bewusster Umgang mit den eigenen Grenzen helfen, das seelische Immunsystem zu stärken. Sie stellt Übungen für den Alltag vor, die kontinuierlich Resilienz fördern, zum Beispiel das Führen eines Stärkentagebuchs, Achtsamkeitsrituale oder das bewusste Erleben von positiven Momenten. Dabei wird besonders herausgestellt, dass Resilienz keine angeborene Eigenschaft ist, sondern durch Training und Übung wachsen kann. Die Autorin gibt praktische Anleitungen, wie man Rückschläge verarbeitet und auch in schwierigen Zeiten wieder Hoffnung schöpfen kann. Ziel ist es, Schutzmechanismen zu entwickeln, die auch in zukünftigen Belastungssituationen tragen und die Lebensqualität erhalten. Schließlich Hilfe annehmen und Netzwerke aufbauen. Ein weiterer wichtiger Themenbereich ist die Bedeutung von sozialer Unterstützung und professioneller Hilfe. Kroos-Müller ermutigt, sich nicht zu scheuen, wenn nötig, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, sei es durch Freundeskreis, Familie oder therapeutische Angebote. Sie beschreibt, wie man passende Anlaufstellen findet und wie der Austausch mit anderen Betroffenen von unschätzbarem Wert sein kann. Das Buch vermittelt anschaulich, dass Heilung und Bewältigung oft im Zusammenspiel mit anderen stattfindet. Gleichzeitig zeigt die Autorin Wege auf, wie man mit Vorurteilen gegenüber psychischer Belastung umgehen kann. Die Förderung von Netzwerken, gegenseitiger Unterstützung und Selbsthilfegruppen wird als zentrales Element gelingender Traumaverarbeitung dargestellt. So bietet das Buch nicht nur individuelle Techniken, sondern auch wertvolle Denkanstöße für ein unterstützendes soziales Umfeld. Zusammenfassend: alles gut. Das kleine Überlebensbuch ist eine wertvolle Ressource für alle, die akut psychisch belastet sind, ein Trauma durchlebt haben oder einfach mehr seelische Stärke entwickeln wollen. Besonders Menschen, die im Alltag häufig mit Stress, Ängsten und Erschöpfung zu kämpfen haben, finden hier praktische und sofort umsetzbare Hilfen. Auch für Angehörige und Freunde von Betroffenen ist dieses Buch eine große Unterstützung, um ihre Liebsten besser zu verstehen und ihnen gezielt beizustehen. Durch die leicht verständliche Sprache und die handlichen Formate eignet sich das Buch schnell zur Hand für jeden, der in Notlagen rasch Orientierung und Hilfe braucht. Die Fokussierung auf Soforthilfe macht es zu einem einzigartigen Begleiter. Kein anderes Buch bietet eine solch kompakte, praxiserprobte Sammlung von Tools, die sofort Erleichterung verschaffen. Zudem inspiriert das Werk zu langfristigen Veränderungen, indem es Wege zu mehr Selbstfürsorge und innerer Ausgeglichenheit zeigt. Wer seine seelische Gesundheit aktiv stärken und im Alltag und in Krisensituationen handlungsfähig bleiben will, sollte zu diesem Buch greifen. Es stellt keine stundenlange Lektüre voraus, sondern funktioniert als nützlicher Helfer für jede Situation. Ein Grund mehr, gerade dieses Buch zu kaufen. Wenn Sie unterstützen möchten. Claudia Kroos-Müller, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.